Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ride On with Friends. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Jürgen und freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich über eine spannende Funktion von Apple sprechen, die viele vielleicht noch nicht entdeckt haben. Die Kurzbefehle-App von Apple, die es auf dem iPhone, aber auch iPad oder Mac gibt. Hast du dich auch schon einmal gefragt, wie du diese App beim Motorradfahren sinnvoll nutzen kannst? Stell dir vor, du bist auf einer fantastischen Motorradtour und entdeckst unterwegs faszinierende Sehenswürdigkeiten oder erlebst besondere Momente. Mit der Kurzbefehle-App kannst du diese Erlebnisse ganz einfach in einem Reisetagebuch festhalten und automatisiert den Standort oder auch aktuelle Wetterdaten erfassen. Ich selbst bin als Scout für mehrwöchige Motorradreisen unterwegs und möchte viele Eindrücke festhalten. Diese Technik hat mir dabei enorm geholfen, meine Erinnerungen für die Nachbereitung der Reise lebendig zu halten. In diesem Video zeige ich dir, wie du mit einem einfachen Apple-Kurzbefehl und der Hilfe von künstlicher Intelligenz dein eigenes Logbuch erstellst, ohne zusätzliche Tools verwenden zu müssen. So bleibt die Magie deiner Reise in Erinnerung und du kannst wichtige Details später deinen Fotos und Videos einfacher zuordnen. Wenn dich das Thema interessiert und du mehr darüber erfahren möchtest, dann bleib dran. Ich präsentiere dir, wie du mit einem Apple-Kurzbefehl während deiner Motorradtour deine Erlebnisse, Geodaten etc. automatisch erfassen kannst. Lass uns zunächst aber einen gemeinsamen Blick auf die Erstellung eines Kurzbefehls von Apple wie für den Reiseblock werfen und danach ein Beispiel anschauen. Los geht's. Viel Spaß! Doch was ist ein Apple-Kurzbefehl? Das ist eine App auf dem iPhone, iPad oder Mac, mit dem man kleine oder größere Arbeitsabläufe im Sinne eines Makros automatisieren kann. Das macht gerade beim Motorradfahren Sinn, da man sich voll auf die Straße konzentrieren kann. Du kannst also automatisch bei einem bestimmten Ereignis oder über den Sprachbefehl Hey Siri den Apple-Kurzbefehl starten und mehrere Aktionen hintereinander durchführen lassen. Zum Beispiel, wenn mein iPhone erkennt, dass es mit Apple CarPlay und CarPlay verbunden ist, dann startet es automatisch über einen Kurzbefehl die Apps Amazon Music und MyRoute App mit der geplanten Route. Falls du nach dem Video weiteres Interesse bezüglich Einsatzmöglichkeiten für Motorradfahrer hast, dann schreibe es in den Kommentar. Und jetzt legen wir los mit dem Kurzbefehl für Motorradreiseblocks. Zunächst erstelle ich mir mit der App Notizen eine neue Notiz, in die dann alle Reisenotizen meiner Motorradreise erfasst werden. Also öffne die App Notizen und erfasse einen Titel deines Tourtagebuches und speichere die Notiz ab. Jetzt kannst du einen Kurzbefehl erstellen. Öffne hierzu die App Kurzbefehle. Über die Plus-Taste oben rechts kannst du einen neuen Kurzbefehl erstellen. Nenne den Kurzbefehl zum Beispiel in Logbuch um. Das ist übrigens der Name, mit dem du später über einen Sprachbefehl den Kurzbefehl aufrufen kannst. Wir erfassen jetzt verschiedene einzelne Aktionen, die sequenziell im Kurzbefehl gespeichert werden. Der erste Befehl lautet Text sprechen. Ich möchte, dass beim Start des Kurzbefehls der Text neuer Logbucheintrag ausgegeben wird. Hierzu muss die Variable Text durch den eigenen Text ersetzt werden. Die zweite Aktion heißt Text diktieren.
Hier werde ich dann später meine Kurznotiz für das Reisebuch diktieren. In der dritten Aktion wird das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit des Reisebucheintrages ermittelt. In den folgenden Aktionen Ort und Karten-URL wird der aktuelle Standort ermittelt und ein Link zu Apple Maps generiert. Zum Schluss erfrage ich noch über die Aktion Aktuelles Wetter abrufen, die Wetterbedingungen des aktuellen Standorts. Jetzt fasse ich alle Informationen mit der Aktion Text als Textbaustein für den Logbucheintrag zusammen. Das heißt, ich kann hier eigene Texte erfassen und die zuvor generierten Variablen ergänzen. Jeden Eintrag in das Logbuch trenne ich beispielsweise mit Trennzeichen und füge danach die Variable Datum ein. Weiter geht es mit einem Standardtext und wähle die Variablen aus den vorherigen Aktionen aus und so weiter und so weiter. Man kann die Ausgabe gestalten, wie man möchte. Mit der Schaltfläche Fertig schließt man die Aktion Text dann ab. Um nun den generierten Textbaustein im Reiseblock zu ergänzen, wählt man die Aktion an Notiz anfügen aus, wobei die Variable Notiz durch die zuvor erstellte Notiz mit dem Namen Reiseblock ersetzt werden muss. In der letzten Aktion Text sprechen soll am Ende des Kurzbefehls das Wort erledigt als Rückmeldung ausgegeben werden. Jetzt kann man den ganzen Kurzbefehl mit der Schalttaste Fertig speichern und testen. Zum Abschluss empfehle ich dir für deinen Kurzbefehl auch ein Widget auf dem Home-Bildschirm anzulegen. Hierzu öffnest du den Kurzbefehl und klickst auf den kleinen Pfeil nach unten, der hinter dem Namen des Kurzbefehles ganz oben steht. Wähle den Menüpunkt zum Home-Bildschirm aus. Hier kannst du die Farbe und auch ein Standardsymbol für deinen Kurzbefehl auswählen. Klicke auf Hinzufügen und schon erscheint dein Kurzbefehl auf deinem Home-Bildschirm. Du kannst nun den Kurzbefehl über einen Fingertipp oder den Befehl Hey Siri Logbuch ausführen. Wir schauen uns das Ganze nun in der Praxis an. Hier eine Szene von der letzten Scouting-Tour durch den südlichen Pfälzerwald. Hey Siri Logbuch. Neuer Logbucheintrag. Im südlichen Pfälzerwald thront die Burg Berwartstein majestätisch auf einem Felsen. Früher war sie die Festung des Raubritters Hans Trapp. Heute ist sie ein idealer Ort für eine kurze Pause mit dem Motorrad. Vor dem Parkplatz der Burg Berwartstein biegen wir ab und folgen einem Geheimtipp, dem Seehof Weiher. Dort erwartet uns ein Kiosk mit einem vorzüglichen Wurstsalat und Pommes. Die Mittagspause genießen wir bei einem erfrischenden Cola direkt am See. Erledigt. Am Abend im Hotel öffne ich das Notizbuch Reiseblock, wo sich schon vom heutigen Motorradreisetag sehr viele Einträge auch mit manuell hinzugefügten Bildern angesammelt hat, und blättere bis zum gezeigten Beispiel. Man sieht, dass jeder Eintrag durch Trennungsstriche separiert wurde. Neben der Kurznotiz wurde das Datum, der Standort,
mit einem Link zur Karte und das Wetter automatisch erfasst. Klickt man auf den Link, dann kann man genau die Geodaten des Hotspots erkennen. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Falls man möchte, dann kann man den Text markieren und mit Apple Intelligence Korrektur lesen oder auch Textpassagen umformulieren. Gerade dann, wenn während des Fahrens und aufgrund der Windgeräusche nicht immer alle Wörter von Siri richtig verstanden wurden. Auf Basis meiner Kurzinfos aus dem Reiseblog und weiteren Informationen zu diesem tollen Tageszwischenziel aus meiner KI-Datenbank lasse ich mir über meine ChatGPT-Anwendung Ride On with Friends Motorradreiseplanung 4.0 einen kurzen Reisebericht aufbereiten. Hier nun das Ergebnis. Apple Kurzbefehle helfen, wiederkehrende Routinen bestehend aus mehreren hintereinander ablaufenden Aktionen zu automatisieren. Natürlich nicht nur für uns Motorradfahrer. Falls dich weitere Anwendungen aber gerade im Bereich Motorrad interessieren oder du bereits selbst tolle Kurzbefehle für uns Motorradfahrer erstellt hast, dann schreibe das bitte in die Kommentare. Vielen Dank! Wenn dich meine Themen interessieren, dann lohnt sich, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Viele vergessen hier bei YouTube zu liken und zu abonnieren. Deswegen erinnere ich daran, weil nur dadurch die Erstellung von weiteren Videos auf dem Kanal gesichert ist. Vielen Dank und bis bald. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ride On with Friends.